Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Zuleimschrauben, also wenn ein Instrument zusammengebaut wird. Mehr davon, wie immer, nach dem Intro. Also, es gibt, sagen wir mal, zwei Methoden, ein Instrument zusammenzuleimen oder zuzuleimen oder am Boden auf einen Zagenkranz aufzuleimen. Und dafür braucht man Zuleimschrauben, sprich eine Zwingen, die dafür verwendet werden, dass das so bleibt. Da gibt es jetzt sozusagen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, das sind so Zwingen, wo ich im Prinzip einen runden Teller habe, auf beide Seiten und der Gewinde, das ich durchs Zusammentragen, wo man das schließen kann. Und die zweite, das ist was, das ist das wirklich viel bessere Produkt. Ja. Das sind Zuleimschrauben, wo ich keinen Teller habe, sondern wo ich im Prinzip ein Kreissegment habe. Entweder ein stark bogenes, ein flacheres oder eben ein negativ bogenes Kreissegment habe, das ich dann aussetze. Was ist der wirkliche Unterschied? Das zeige ich jetzt einmal, da zeichne ich was auf dazu. Okay? Ich habe da sozusagen meine Decken, die Hohlkehle. Da ist der Rand, da liegen die Adern herinnen, ja. Da geht die Deckenfurt auf und da habe ich die Zagen und innen die Bereifung. Ja. Wenn ich jetzt eine Zuleimschraube nehme, die einen Teller hat, dann ist die Hälfte von den da. Da in der Mitte geht das Gewindstangel runter. Oder das Holzgewinde, je nachdem. Und unten habe ich auch wieder einen Teller. Okay? Da ist halt dann der Boden. Da heroben habe ich dann einen Knopf, mit den drehe ich das zu. So. Das ist was, wo ich immer auf der höchsten Stelle drücke. Das ist genau der Rand da. Und da passiert jetzt genau Folgendes. Und das ist der Grund, warum ich von den Zuleimschrauben, wurscht, ob die jetzt alt sind, antik sind oder ob es neige sind. Sobald ich da den Druck aufbringe, ja, verbirge ich den Rand nach unten, hebe im Prinzip da die Decken natürlich leicht an und die Leimfug, die ich zuerst vorbereitet habe, genau die da herinnen, das mache ich jetzt wieder mit dem, dass man es besser sieht, genau da die Leimfug, ja, durch den Druck abwärts und dass sich das aufbirgt, ja, genau die Leimfug schaut in Wirklichkeit dann, sobald ich Druck aufbringe, so aus. Ich zeichne das jetzt nochmal größer aus. Ich habe da meinen Rand mit der Hohlkehle. Ja. Das birgt sich so auf, dadurch, dass der Druck da oben geht. Und da herinnen liegt es nicht mehr wirklich auf. Das heißt, das ist die Zagen, das ist wieder das Reifchen drinnen. In Wirklichkeit ist dann da schon ein Leim drinnen. Ja, das machen wir wieder so. In Wirklichkeit ist da natürlich mehr Leim herinnen, da heraus ist fast nichts. Und das ist genau das, was ein Blödsinn ist. Ja? Weil der Leim da mehr Füllmittel ist und weniger Bindemittel ist. Das heißt, es hält viel weniger gut und es ist das komplette Instrument verspannt. Das heißt, ich habe das und das zeige ich jetzt geschwind da. Ich habe dann rundherum Bereiche, ja, wo die Decken im Prinzip künstlich nach oben bogen wird und der Rand überall nach unten druckt wird. Also meiner Meinung nach ein kompletter Schwachsinn. Richtig ist es, und das zeichne ich jetzt wieder auf, richtig ist es, wenn ich, und das zeichne ich jetzt dann nochmal da herunter ein bisschen größer auf, wenn ich da meine Hohlkehle habe herinnen, ja, da habe ich wieder die Zagen, da habe ich wieder das Reifchen, ja. Wenn ich eine Zwingen habe, die in Wirklichkeit, da sind wieder die Adern herinnen, ja. Wenn ich eine Zwingen habe, die sozusagen in dem Bereich druckt, ja, freigestellt ist, da liegt es an, damit man es nicht beschädigen kann,
das ist genau das, was man da sieht. Das ist genau die Fläche, die druckt. Das ist das, was anliegt am Rand, damit es nicht beschädigt wird. Und sobald der Druck da aufkommt, genau da herinnen, in der Hohlkehle und genau über die Zagen und über diesem Reifchen, ja, genau dann kann sich da nichts verbiegen. Das heißt, die Fläche, wo ich wirklich Leim, ist nur Leim drinnen, der innen und außen ausgedruckt wird. Ja? Und ich verspanne weder das Instrument, und das ist auch was am allerbesten hält. Das heißt, Instrumente, die häufig zum Nachleimen kommen, sind wahrscheinlich mit dieser Methode gemacht worden. Das heißt, ich habe da herinnen viel zu viel Leim, ja? Da ist ganz wenig und das kann nicht so gut halten. Ja? Das heißt, ich habe ein verspanntes Instrument, das weniger schwingungsfähig ist, weil es natürlich viel mehr Eigenspannungen hat, und ich habe auch das Problem, dass es nicht wirklich hält. Ja? Deswegen gibt es meiner Meinung nach nur eine richtige Methode, um das zu machen. Und jetzt zeige ich das auch noch an dem Modell da, wie das ausschaut, wenn man sowas aussetzt. Ja? Also ich zeige euch jetzt zuerst das, wie man es mit den, sagen wir mal, nicht idealen oder falschen Zuleimschrauben macht. Weiß eben am Rand drucken, das Instrument verspannen, im Prinzip den Rand oben biegen, das Instrument hoch gespannt wird und dann relativ viel Leim drinnen ist, was auch nicht wirklich hält. Ja? Also, das Ding wird einfach angesetzt und zusammengeschraubt. So, das ist lang so gemacht worden und wird eben zum Teil heute noch gemacht. Und da gibt es auch solche Segment-Zuleimschrauben, wo ich im Prinzip dann gleich so ein Bredel habe, das da mal dumm geht und ein paar von diesen Metallgewindel drinnen sind und dann schraube ich das zusammen. Ich sehe zwar, dass es schließt, aber was ich nicht sehe, wenn man es nicht versteht, dass der Rand überall oben gedruckt wird und innen die Decken dadurch natürlich nach oben gespannt wird. Ja? Wie gesagt, Leim, Füllmittel, nicht so gut halten. So. Der einzige Vorteil bei den Zuleimschrauben ist der, ich brauche nicht verschiedene Biegungen, wie ich es zum Beispiel bei den anderen habe. Bei den anderen habe ich, es sind auch farbkodiert, was zum Zuleimen einfach wirklich nicht unangenehm ist. Und ich muss sagen, das ist ein Spitzenprodukt, was anderes kann man drüber nicht sagen. Und da sage ich sogar dazu, von wem es ist, das ist die Firma Dictum in Metten. Das ist ein richtig gutes Produkt. So, man geht her und setzt das Zeug an. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel der für diese Biegungen. Ja. Dann haben wir die gelben für die Mitten. Ja. Okay. Und dann haben wir die blauen für die andersbogenen. Und das setze ich jetzt da an, weil da siehst du das im Prinzip dann sehr klar und auch sehr schnell, dass das genau da druckt. Siehst du das? Ha? Jo. Du siehst jetzt ganz genau, das druckt in der Hohlkehle drinnen und das druckt genau über dem Reifchen und über den Zagen. Also richtig wiff. Und auf der anderen Seite machen wir uns jetzt den Spaß und setzen wir da nochmal ein Zingerl an. Dann sieht man es nämlich da auch noch besser. Ja. Da siehst du es jetzt. Es ist zwar beledert, dass man es nicht beschädigt, aber du siehst ganz genau, es druckt am Rand und nicht in der Hohlkehle. Ja. Und das ist immer nachteilig. Ja. Also das zum Verständnis, weil ihr kennt das als Musiker sicher, man muss dann immer wieder zum Geigenbauer gehen und halt ein Randstein nachleimen lassen und. Das meiste davon ist unnotwendig, weil es passiert natürlich immer genau dann, wenn man keine Zeit hat, dass man es einmal dort lässt und man muss es dann ein bisschen dort lassen, weil der Leim einfach trocknen muss. Ja? Geben tut es übrigens die gescheiten Zuleimschrauben von der Firma auch für Cello. Für Kontrabass habe ich mir selber gemacht, weil die gibt es einfach nirgends zu kaufen und dort ist natürlich das ganz gleiche Spiel in grün. Ja? In Wirklichkeit war es das eh schon wieder. Für das heutige Video hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und gefreut mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also dann, pfiat euch! Und das ist schon gestoppt. Was tust denn du da? Gesichert. Das geht offensichtlich an. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bitte nicht nachmachen.
Die Stangen mit einem Trapezgewinde in Titan, die hast du damals geschnitten auf der Drehbank. Die Trapezgewinde. Ja, es war nicht lustig. Ja, deswegen habt ihr ja nicht gemacht. Ja, ist klar. So, aber Jetzt hab ich wieder zugekickt, gell? Nein, das war ich. Ja, die sind ja mehr so als Deko, nicht? das ist schon mal verwendet worden und die sind heute nicht anders. Ja, ich sag früher, aber halt, das ist eher die miese Lösung und die sind auch heute gerade oder was, ne? Das ist der gleiche Schwachsinn, nur Nike. Ja, ist klar. Die sind wenigstens hübsch. Ich zeige euch zuerst. Kurzer Moment. Heute geht leider gar nichts, weil der Bub sitzt im Häfen. Untersuchungshaft. Schau das nicht mehr auf. Das schaut immer komisch aus, wenn du dann zwischendurch redest und dann so aufschaust. Wurscht! So, jetzt verschwind. Papa, hast du dich nicht rasiert? Na, auch ich bekomme jetzt mein Winterfell und ich freue mich drauf. Auch am Kopf oben, gell? Du tust es ein bisschen ausdünsten nach Knoblauch und so Sachen, gell? Nein, hab ich nichts gegessen. Du stinkst ohne Knoblauch also? Das kann sein. Aber das druckt auch, ich sag mal, eher am Reifchen, nicht bei der Zagen. Da haben wir schon so hin, dass es dann passt, gell? Hoffentlich reißt jetzt keine Seiten, du schreckst und dir fliegt der Telefon am Boden und ist hin. So, jetzt haben wir noch das Griffbrettel, oder? Das machen wir genau da so. Erst den Bereich. Ja, da hinten ist der Kaffeehefer, das schaut scheiße aus. Halt, genau, halt. Kannst die Maus noch aus dem Bild tun, nur? Das wäre ja Chewing. Das ist mir eigentlich wurscht. Hast du da die Katze geheim gefressen? Ja, so geheim war das nicht. Schau mal blöd. Nicht so blöd. So ein Verhautungsarschloch. Unglaublich. Ja, passt, oder? Ja, sicher.